Mein Name ist Tim Schimski, ich bin 37 Jahre alt. Ich bin seit 2013 bei der Linik auf der Kläranlage Rheinberg als Anlagenverantwortlicher tätig und habe dafür die Ausbildung Abwassermeister 2012 absolviert. Ja, die Kläranlage Rheinberg, die wurde 1982 in Betrieb genommen. Die Ausbaugröße der Kläranlage Rheinberg sind 83.000 EW, also 83.000 Einwohnerwerte. Das Einzugsgebiet der Kläranlage Rheinberg ist die Stadt Rheinberg selber, die Gemeinde Alpen und 2 Ortsteile aus der Stadt Duisburg. Technisch ist die Kläranlage Rheinberg so aufgebaut, wir haben eine mechanische Reinigung, wir haben eine biologische Reinigung und schlammseitig wird hier der Schlamm auch aerob stabilisiert, das heißt, wir haben Vorbehälter, wo der Schlamm ausgefault wird, wir produzieren dann Methangas, was wir dann später im Gasmotor, also im BAKW, dieses Gas nutzen. Das anfallende Fett wird hier im Fettschacht gespeichert, es wird entwässert, es wird wieder neues Fett dazugegeben, weil wir rund um die Uhr Fett auf der Kläranlage anfällt. Irgendwann ist der Fettschacht voll, das heißt, wir müssen Saugwagen kommen lassen, das Fett wird aus dem Schacht rausgesaugt, anschließend kommt das in einen Entwässerungscontainer rein und wenn das da über mehrere Tage noch weiterhin entwässert wurde, dann wird es zur Müllverbrennungsanlage gefahren, also es muss thermisch behandelt werden. Dem wollen wir dann entgegengehen, deswegen haben wir dieses Produkt Lipasan F, wollten wir gerne einsetzen. Das heißt, wir hatten diese Information bekommen, dass in diesem Fettschacht, der schon Bestand auf der Kläranlage hatte, dass da eine Belüftung eingebaut wird. Wir selber haben uns dann einen Membran-Belüftungsteller, den wir auch im Belebungsbecken einsetzen, haben uns da einbauen lassen durch eigene Fachleute von der Linik. Das heißt, der Teller wurde montiert, mit einer Rohrleitung nach draußen geführt, aus dem Schacht heraus und wurde an der Luftleitung am Sandfang angebunden. So haben wir dann gewährleistet, dass das Fett mit dem späteren Lipasan F, was ja Enzyme sind, dass die einmal die Luftsauerstoff bekommen und gleichzeitig auch habe ich damit die Durchmischung im Fettschacht gewährleistet. Ja, also nachdem wir das Lipasan F dazugegeben haben und die Durchmischung und der Luftzufuhr gewährleistet war, konnte man sehen, dass jedes Mal, wenn wir Fett dazugegeben haben, dass es nicht wie ursprünglich so eine dicke Fettschicht entstanden ist, sondern es ist direkt eine homogene Emulsion entstanden, gelbfarbig, beigefarben und mehr ist nicht passiert. Also der Einsatz von Lipasan hat für uns folgenden Vorteil. Also finanziell gesehen haben wir noch keine Auswertung gemacht, aber man kann jetzt schon sehen, unser Fettschacht, der musste einmal im Monat mit dem Saugwagen abgesaugt werden. Das heißt 12 Mal im Jahr. Diese Kosten, die hätten wir in dem Fall schon eingespart. Zudem der Entwässerungscontainer, der dann in dem Fall auch einmal im Quartal abgeholt werden musste, das würde auch wegfallen. Also wir sehen, dass wir da Einsparpotenzial haben, weil der Aufwand deutlich geringer ist. Also wir reden von Aufwand von 15 Minuten, das Produkt reingeben. Den Rest machen die Mikroorganismen für uns. Und als nächsten Schritt, wir brauchen nur die Pumpe anschalten und können dann das Produkt entweder im Vorbehälter lassen oder im Belebungsbecken. Das sind dann, bis der Schacht leer ist. Die Pumpe wird angemacht, die geht automatisch aus. Also aktiv haben wir 5 Sekunden Knopf drücken und das war's. Genau, also deswegen auch der Hinweis von mir, was ich vorhin sagte, der innerbetriebliche Umweltschutz, ne? Weil generell, klar, wir haben auch kein aktives Fettproblem in dem Sinne von Verstopfung, weil wir es ja vorher aus dem System rausholen. Aber wir haben ein Problem, dass wir ein Endprodukt haben, was wir in der Hand nehmen müssen, sei denn mit dem Saugwagen, mit dem Absetzkipper, nachher dann auch noch die thermische Behandlung. Und das können wir uns ja einsparen. Das muss man den Leuten bewusst machen, wenn die keine aktive Verstopfung haben.
Ne? Also das ist ja die Sache. Man muss den Leuten das vielleicht auch mal vor Augen halten, weil, ich sag mal, in Anführungszeichen nicht Betriebsblindheit, aber das war ja schon immer so. Und es gab noch nie ein Produkt, was Fett auflöst, zumindest was uns nicht bekannt war. Also es war schon immer so, dass man recht aufwendig das Fett aus der Kläranlage rausholen musste, teuer bezahlen musste für die Entsorgung. Und deswegen ist auch vielleicht der eine oder andere, kann sich das nicht vorstellen, dass es mittlerweile jetzt was gibt, was das Problem löst. Ne? Also für mich persönlich das Highlight an Lipasan F ist, es hat keine Gefährdungsklasse. Von der Lagerung ist es einfach zu handhaben, in dem Fall bei uns im Labor im Kühlschrank. Wir können das Produkt abfüllen, ganz einfach. Es wird in den Fettbehälter reingelassen und mehr ist nicht zu tun. Das eine ist ja, das Produkt ist ja sehr leicht und sehr schnell einzusetzen. Und so habe ich auch wieder Kapazitäten frei, dass ich, wo ich vorher die Kollegen oder Kollegin einsetzen musste, geh mal bitte mit dem Saugwagenfahrer dahin, mach die Abdeckung ab, saug bitte den Schacht leer. So kann ich diese Zeitkapazitäten jetzt für andere Bereiche auf der Kläranlage einsetzen. Das ist für mich auch ein großer Vorteil, ne, den ich sehe, aus wirtschaftlicher Sicht auch. Und auch das, was die Anlage braucht. Ne. Ja, das ist, ich sage auch in unserem Bereich, also einmal Kläranlagen Nachbarschaft, jetzt in meinem Fall, ich kann davon berichten, aktiv, ne, ich kann vor Ort zeigen, wie es funktioniert, kommt gerne alle vorbei, schaut euch das an. Ich glaube, das zieht einmal die Leute an, dass sie sehen, aha, da passiert was. Und auch die Linex selber ist unter anderem auch in den Prozess-Benchmark sind wir tätig. Das heißt, wir haben von verschiedensten Wasser- und Wirtschaftsverbänden Kläranlagen, die in etwa die gleiche Ausbaugröße hat, wo wir uns dann in dem Bereich dann vergleichen und vom Besten lernen. Und wenn man auch in dem Bereich, da haben wir ja dann die Betriebsleiter, unter anderem Abwassermeister, die Betriebsingenieure sitzen, wenn man das dann da in dem Fall, was ich da machen würde, da anspreche, ich glaube, dann kommt da auch langsam in dieser Fläche Drive rein und dass sich das dann im besten Fall dann auch verbreitet. Ne? Weil es ist ja nicht abzustreiten, es ist ja ein Produkt, was super innovativ ist, was uns wirtschaftlich, was uns allen hilft. Also wenn ein Kläranlagenbetreiber oder generell jemand auf mich zukommt, dass ein Fettproblem vorhanden ist, kann ich jetzt mit ruhigem Gewissen Lipasan F empfehlen, weil wir es hier eingesetzt haben seit Februar 2023 und bis heute sind wir positiv überrascht, was das Produkt kann, was das mit dem Fett, was wir bis dato, das Problem, was wir hatten, mit einfachen Mitteln, wenig Einsatz und auch wenig Kosten beheben können.